Hallo liebe Stickfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder zu einem Unboxing begrüßen darf. Und zwar ist es das Unboxing von der Firma Waterbiz. Ja, ich konnte nicht widerstehen und habe im Juni wieder an der Auktion teilgenommen und konnte mir wieder Kreuzstichkits ersteigern. Für diejenigen, die jetzt die Auktion nicht kennen, sie findet auf Facebook statt. Da gibt es eine eigene Facebook-Gruppe von der Firma Waterbiz und dort kann man sich eben Kreuzstichkits ersteigern. Das heißt, der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Ja, bei mir sind es dann im Juni 3 Kreuzstichkits geworden, wo ich den Zuschlag erhalten habe. Ja, das Paket ist jetzt vor kurzem angekommen, also die Lieferzeit ist so circa 5-6 Wochen. Und ja, das möchte ich jetzt mit euch auspacken und euch zeigen. Ihr seht schon, es ist in diesem schwarzen Karton angekommen. Darüber war noch eine Plastikfolie, also das Ganze war gut geschützt. Der Karton hat ein bisschen gelitten, aber im Großen und Ganzen sieht er ganz gut aus. Ja, in diesem Karton sind 2 Kits und ein Kit wurde extra dazu gegeben. Also wie gesagt, insgesamt 3 Kreuzstichkits. Ja, ich öffne mal den Karton und schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das aussieht. Ja, hier nochmal auch der Aufdruck von der Firma Waterbiz. Thank you for bringing your ideas to life with Waterbiz. Und da haben wir dann auch schon die Kits. Also wie gesagt, hier sind 2 Kits und eines ist extra. Also das hatte auch keinen Platz im Karton. Aber der Karton ist ansprechend und ja, sieht auch hochwertig aus. Ja, dann starten wir gleich mit dem ersten Kit und dann nehmen wir gleich das Kit, das hier liegt. Ja, die Kits kommen wieder in einer Zip-Tüte, also die ist wiederverwendbar und wieder verschließbar, wie ihr sehen könnt. Ja. Ich nehme das jetzt gleich mal raus, denn sonst kann man durch diese Zip-Tüte das Motiv nicht so gut erkennen. So, dann drehen wir das Ganze mal um. Ja, das erste Motiv, das ich mir ersteigern konnte, sind diese Rosen. Ja, ich komme ein bisschen näher oder ich werde es vorher auspacken, dann ist auch diese Folie weg, diese Knisterfolie. Also es knistert jetzt kurz. So, jetzt können wir das Motiv besser ansehen. Das sind diese blauen und cremefarbenen Rosen mit den Perlen. Und das, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, sind diese Wassertropfen auf den Blüten. Also da bin ich wirklich schon gespannt, wie die rauskommen. Ob man das auch wirklich so erkennen kann als Wassertropfen. Ja, hier ein bisschen bläuliche Wassertropfen. Ja, ein schönes Motiv. Ja, es hat die Größe 40 x 50 cm und ich habe es mir in 16 Count ausgesucht und das Bild hat 50 Farben.
Ja, bei der Auktion ist es so, wenn ihr ein Kit ersteigern konntet, dann könnt ihr euch auch aussuchen, auf welchen Count ihr das sticken möchtet. Das heißt, nach dem Abschluss der Auktion schickt ihr dann eine Nachricht per Messenger an die Inhaberin, das ist Sandy, und teilt ihr dann mit eure Kontaktdaten und auf welchen Count ihr euer Bild haben möchtet. Ja, und bei mir hat das bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Also ich habe mir jetzt immer 16 Count ausgesucht. Ich stiege zwar gern auch auf 18 Count, aber da sind die Symbole doch schon recht klein. Und 14 Count ist mir wieder etwas zu groß. Ja, also 16 Count ist da recht passend. Ja, also was haben wir in dem Kit drinnen? Wir haben hier auch gleichzeitig die Anleitung, also ein kleines Heftchen. Man sieht die Symbole, also die Anleitung ist wirklich groß gedruckt. Das Ganze auf A4 Seiten in einem kleinen Heft zusammengefasst. Also da kann man auf jeden Fall gut nachsehen, wenn man Symbole auf dem Stoff nicht so gut erkennt. Ja, und ganz hinten haben wir hier noch das Schema, also das Ganze auf 9 Seiten. Und hier haben wir dann auch schon die Farben. Das heißt, ja, wir haben wieder Mischfarben. Wir haben 37 einfache Farben und 13 Mischfarben. Wie das dann aussieht, das werden wir uns dann bei den Stickgarnen ansehen. Ja, die Rosen, ich bin auch gespannt, ob diese Rosen auch so knallig rauskommen von der Farbe. Also da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Ja, also das ist das Anleitungsheft. Sieht auf jeden Fall auch sehr hochwertig aus. Ja, und was haben wir dann? Da haben wir auch schon die Garne. Aber wir fangen mit dem Zubehör an. Das ist ja eine Menge Zubehör. Und den Stoff und die Garne schauen wir uns dann zum Schluss an. Ja, was haben wir? Einen Stickring. Den Stickring habe ich schon bei einem anderen Motiv verwendet und ich muss euch sagen, der hält wirklich sehr, sehr gut und der Stoff bleibt wirklich sehr gut gespannt in diesen Stickring. Das liegt wahrscheinlich daran, da es diese Nut hat und der Stoff richtig fest eingespannt werden kann. Also er ist aus Plastik, dieser Stickring, aber er hält wirklich bombenfest den Stoff und er bleibt wirklich sehr fest eingespannt. Also der ist auf jeden Fall empfehlenswert, dieser Stickring. Ja, dann haben wir hier noch diese kleinen Schere. Also da bin ich jetzt nicht so begeistert, was ja auch daran liegt. Also ich weiß nicht, ob die so gut schneiden. Ich habe es jetzt nicht getestet. Ja, es sieht jetzt nicht so hochwertig aus. Also es ist ganz einfach und ganz dünnes Material. Ja, müsste man testen, wie sie schneiden, diese Schere. Und das bringe ich jetzt da nicht rein. Dann machen wir einfach weiter. Ja, dann haben wir hier ein Döschen. Auch wieder mit dem Spruch von der Firma Waterbiz. Und das sollte zum Schieben, ja, das lässt sich aufschieben. Und wir haben hier einen Magneten.
Das heißt, das ist ideal für Nadeln zum Aufbewahren. Ja, da ich da ja schon ein Döschen habe, könnte ich da ja jeweils die verschiedenen Größen reingeben. Also hier zum Beispiel 26er Nadeln oder 28er Nadeln, und ja, das könnte man ja noch gut beschriften und ist ideal zum Aufbewahren der Nadeln. Dann haben wir noch ein Toolkit. Ja, das sind auch Nadeln. Oh, jetzt ist etwas auf den Boden gefallen. Einen Moment, ich stoppe kurz, es geht gleich weiter. Ja, es kann wieder weitergehen. Es ist mir diese Nadel runtergefallen, die auch in diesem kleinen Plastiksäckchen drin war, mit der Nummer 54. Ja, wir haben hier, auch hier ist eine Nadel, einen Fingerschutz, der auch passend ist, aber ich glaube, man trägt ihn so. Ja, also das ist eigentlich ein recht festes Material und ja, passt eigentlich auf alle Finger. Davon haben wir 2 Stück. Dann haben wir Wachs, wobei ich sagen muss, ich denke, bei den Kits ist CXC-Garn dabei, und für CXC-Garn braucht man eigentlich nicht wirklich das Wachs, denn das lässt sich wirklich sehr, sehr gut sticken. Ihr wisst, das CXC-Garn ist etwas fluffiger, etwas weicher, da es ja Polyestergarn ist, aber es lässt sich dadurch auch besser sticken. Dann haben wir einen Einfädler, Nadeleinfädler, den kennt ihr auch, einen Fadenauftrenner, also der ist wirklich scharf. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht auch den Stoff mitschneidet. Dann haben wir noch einen Fingerring. Ich weiß nicht, benutzt denn jemand überhaupt von euch? Ich kenne jetzt niemand, der diesen Ring benutzt. Und dann haben wir noch Nadeln. Also wir haben hier extra Nadeln, und zwar 6 Nadeln extra. Und dann haben wir noch ein Döschen mit 2, 4, 6, 8, 10 Nadeln. Auch 10 Nadeln, also 16 Nadeln haben wir hier. Ich werde die gleich dazu packen in das Döschen. Es dürften alle gleiche Nadeln sein, also sie schauen alle gleich groß aus. Ja, vermutlich, ich nehme jetzt mal an, 26er Nadeln. Ja, und ja, das war jetzt das ganze Zubehör. Also hier nochmal ganz kurz, so sieht das jetzt aus. Ja, eine Menge an Zubehör dabei. Wirklich alle Achtung, also das kann sich sehen lassen. Zubehör gibt es ja wirklich eine Menge. Und ja, bevor wir jetzt noch zu den Garnen kommen, schauen wir uns den Stoff an. Der Stoff, ja, ist sehr, sehr steif, muss man sagen, ja. Also ich zeige euch jetzt mal das ganze Motiv. Ja, also es ist 40 x 50 cm. Das heißt, es sind 251 Stiche in der Breite und 314 Stiche in der Länge. Ja, wie gesagt, es ist 16 Count AIDA. Ich finde es sehr gut. Der Stoff ist überall versäubert an allen Seiten. Wir haben hier die Legende.
Da haben wir nochmal Nadeln. Wie ich sehe, nochmal 2 Stück Nadeln. Die werde ich gleich wieder in das Döschen dazugeben. Das heißt, wir haben 18 Nadeln insgesamt. Außer ich habe mich verzählt, aber ich glaube, es waren 18. Ja, wir haben hier das Motiv, das Vorschau abgebildet und dann haben wir zweimal die Legende. Ja, das ist dafür gedacht, dass man sich auch einmal die Legende abschneidet. Die kann man sich dann dazulegen zum Sticken. Denn wenn man das Ganze jetzt in einen Stickrahmen eingespannt hat, sieht man dann die Legende nicht mehr so gut. Ja, wir haben auch Rand. Also hier ist eher schmal der Rand, aber es dürften schon ein paar Zentimeter sein. Ich lasse ja immer die Legende trotzdem drauf, denn ich habe ja immer die Anleitung daneben liegen und hier habe ich dann auch nochmal die Legende abgebildet. Ja, dann schauen wir uns mal den Druck an. Da bin ich ja immer am meisten gespannt, denn ihr wisst ja, meine ersten beiden Water Biscuits, da war der Druck nicht so gut. Da sah der Druck auch wirklich noch anders aus, aber inzwischen hat die Firma ja die Maschine gewechselt und das heißt, es gibt auch einen besseren oder besser gesagt anderen Druck. Und schauen wir uns mal das Ganze aus der Nähe an. Wie gesagt, es ist 16 Count. Und ich finde, man kann das wirklich gut lesen, sofern die Kamera scharf stellt. Ja, also wie gesagt, 16 Count ist ja doch ein bisschen kleiner als 14 Count von den Kästchen her, aber es sieht sehr gut aus, der Druck. Und auch hier wieder der Spruch, Thank you for bringing your ideas to life with Waterbiz. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, das zu sticken. Aber ich habe ja so viele Projekte zurzeit, dass ich wirklich nicht weiß, was ich zuerst sticken soll und was ich anfangen soll. Ja, das war jetzt einmal das erste Projekt, die Rosen. Und dann haben wir natürlich noch die Garne dazu. Und die sind, das finde ich ja auch so toll, auf Plastikgarnkarten gekittet. Ja, wir haben ja 37 einfache Farben. Das heißt, das sind jetzt nur die einfachen Farben. Bis zur Nummer 37 sind auf einer Garnkarte drauf. Also natürlich, wir haben viel Blautöne und dezente Farben. Auch hier auch noch ein Rot, Rot-Orange, ein Lila. Ja, also schöne Farben. Wirklich. Und hier haben wir natürlich sehr viel von der Nummer 2. Das ist die 310, die Schwarz. Also auch vieles in Schwarz zu sticken. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Garnkarte, auch wieder natürlich in Plastik. Ich finde das sehr toll, da man die ja wiederverwenden kann. Und auf dieser Garnkarte haben wir alle Mischfarben. Das heißt, hier zum Beispiel die Nummer 38 befinden sich 2 verschiedene Töne an Farben. Und also wenn ich die Nummer 38 dann sticken möchte, nehme ich mir von jedem Farbton einen Strang raus, den ich dann zusammen versticke. Bei manchen Farben ist der Unterschied ja deutlich zu sehen. Also so wie hier die Nummer 48. Man sieht das hier eindeutig, dass da 2 verschiedene Farbtöne sind.
Bei anderen Farben wird schon ein bisschen schwieriger, so wie hier die Nummer 47. Ja, oder die Nummer 41. Da kann ich, ja, in der Kamera erkennt man es ein bisschen. Ja, doch, man kann es erkennen, die zwei verschiedenen Farbtöne. Ja, und da haben wir 13 verschiedene Farbtöne drauf. Nicht Farbtöne, Entschuldigung, Mischfarben. 13 verschiedene Mischfarben. Ja, also Waterpieces kittet das ein bisschen anders als andere Hersteller. Wie gesagt, die geben dann in so ein Loch gleich die zwei verschiedenen Farben, die zusammengehören. Ja, also ich mag ja die Qualität des Garnes und ja, ich vermute, es ist CXC-Garn. Ja, das wären jetzt die Garne gewesen zu dem Bild. Und dann wären wir auch schon fertig mit dem ersten Kreuzstichkit. Und wir schauen uns an, was noch in der Schachtel drinnen ist. Ja, hier ist wieder die Schachtel. Ich räume nur ganz kurz das eine auf die Seite, dass ich dann nicht die Kits miteinander vermische. So. Ich glaube, das müsste jetzt gehen. Ja, dann öffnen wir die Schachtel. Ich habe es ja vorhin schon kurz geöffnet. Und hier haben wir dann noch die zwei anderen Kreuzstichkits. Machen wir es so, ich nehme das obere raus und wir schauen uns dann gleich das nächste Kit an. Ja, wie ihr wisst, Zipptüte. So, ich öffne das gleich, dann kann man das Motiv dann auch besser erkennen. Entschuldigt, es raschelt wirklich, wirklich stark, aber das ist so eine richtige Knisterfolie. So, dann drehen wir das Ganze mal um. Ja, das ist das nächste Motiv, das ich ersteigern konnte. Diesmal eindeutig ein größeres Motiv. Ich komme mal näher. Es ist dieses Mädchen, ja, im Rosengarten würde ich sagen, denn es sind überall Rosen und die dürften recht gut duften, nach dem Blick des Mädchens zu urteilen. Dürfte es dort sehr angenehm sein. Ja, das Bild hat 50 Farben wieder, also eigentlich alle Kits, die bei der Waterpieces Auktion versteigert werden, haben 50 Farben. Ich habe wieder die 16 Count ausgesucht und das Bild wird 50 x 70 cm. Ja, ein sehr, sehr schönes Motiv. Gefällt mir auch so gut. Also das Rosenmädchen wird es jetzt von mir genannt. Ja, auch hier wieder die Anleitung sehr groß gedruckt auf A4. Und auf der Rückseite haben wir wieder das Schema. Das heißt, wir haben 16 Seiten und wie gesagt, wir haben 50 Farben und wir haben 27 einfache Farben und diesmal haben wir 23 Mischfarben. Also deutlich mehr als wie bei dem anderen Bild. Also hier gibt es deutlich mehr Mischfarben. Ja, dann, also ich denke, das Zubehör müssen wir jetzt nicht nochmal anschauen, denn wir haben auch hier, ja, das haben wir vorhin schon angeschaut, die zwei Fingerschutzkappen, auch Nadeln, Wachs, Fingerring, Fadenauftrenner,
Fadeneinfädler. Ja, dann haben wir auch wieder diese Schere und auch wieder das Döschen mit dem Magneten. Ja, genau, mit dem Magneten. Ja, das Einzige, was jetzt da nicht mehr dabei ist, ist der Stickring. Das heißt, es gibt für diese beiden Kits einen Stickring. Das restliche Zubehör habe ich jetzt doppelt, aber Stickring ist nur einer dabei. Ja, dann schauen wir uns den Stoff an. Ja, der ist riesig, aber wie gesagt, das Bild wird ja, ich zeige mal von ganz, also die untere Seite bis zur oberen Seite. Ja, ich bringe das jetzt nicht ganz in die Kamera, denn ja, das Bild wird 50 x 70 cm. Also hier kann man schon erkennen, das Gesicht, also der Mund, die Augen, die Haare. Und ja, das sind 314 Stiche in der Breite und 440 Stiche in der Länge. Also da habe ich wieder gut daran zu tun, einige Zeit. Und auch hier haben wir wieder das Vorschaubild und auch hier wieder die zwei Nadeln sehe ich wieder im Stoff. Und ja, zweimal die Legende. Auch hier der Stoff wieder versäubert an allen Seiten. Also bis auf den fehlenden Stickring ist das Kit eigentlich gleich wie das erste Kit. Und man könnte eigentlich gleich loslegen. Ja, das Rosenmädchen, das hat, wie ich da mir jetzt so ansehen kann, sehr dezente Farben. Also hauptsächlich diese Rosa- und Hauttöne und ein bisschen Rottöne. Aber schauen wir uns das Ganze am Garn an. Wie schauen die Garne aus? Also der Stoff ist jedenfalls wie immer sehr, sehr fest. Mich stört das jetzt nicht beim Sticken. Ich spanne mir das Ganze ja in einen Stickring oder einen Stickrahmen ein. Oh ja, sticke nicht in der Hand. Also ich sticke mit dem Rahmen in der Hand, aber immer mit Rahmen oder eben Stickring. Ja, da haben wir die Farben. Ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Rosa und Hauttöne, ein bisschen Rot. Auch die zweite Seite, da eher bisschen Grautöne und auch wieder die hautfarbenen Töne. Auch wieder diese Plastikgarnkarten, die ich sehr, sehr gern habe. Und hier dann noch die zweite. Und hier befinden sich auch, also hier sind alles nur Mischfarben. Wir haben ja diesmal, ich glaube es waren wie viel? 23? Ja, 23 Mischfarben. Das heißt, ein Teil befindet sich auf der anderen Garnkarte auch. Und hier ist der Rest der Mischfarben. Hier kann man es auch gut erkennen. Die zwei verschiedenen Farbtöne bei der Nummer 48. Ja, in der Kamera kann man das wirklich gut erkennen. Auch hier bei der Nummer 50 haben wir zwei Farbtöne. Also wie gesagt, alle hier sind Mischfarben. Und auch hier ja viel Rot und hautfarbene Töne. Ja, auch ein wunderschönes Kit. Ja, und das räume ich jetzt kurz auf die Seite. Jetzt habe ich bald keinen Platz mehr. Da. So. Und dann komme ich wieder mit dem Karton. Und jetzt haben wir noch ein Kit drinnen.
das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und dann seht ihr, Karton ist leer. Und ja, ich öffne es gleich wieder, um euch das Motiv besser zeigen zu können. Also die Tüte selbst knistert nicht, sondern es ist diese Knisterfolie, wo das Ganze nochmals eingepackt ist. Also eigentlich würde es ja reichen in dieser Zip-Tüte. So viel Plastikverpackung müsste jetzt nicht sein. Ja, entschuldigt. Und dann drehen wir das Ganze wieder um. Und ihr seht, das ist das dritte Motiv. Diesmal etwas anderes. Also keine Person, ihr wisst ja, ich sticke sehr viel Personen, Menschen. Diesmal etwas anderes und auch ein anderer Stil, so eher dieser gezeichnete Stil, dieser Comic-Stil. Und ja, was haben wir? Ein Kätzchen im Korb. Ja, ich liebe ja Katzen. Dann die Bücher, eine Laterne. Ja, ich bin gespannt, ob diese weißen Punkte auch zum Sticken sind. Also das sollte ja Glitzer oder so darstellen. Dann haben wir hier noch eine Tasse mit Kaffee oder Kakao. Ja, und ein süßes, niedliches, schlafendes Kätzchen im Korb. Ja, das Ganze wird 50 x 50 cm, wie üblich mit 50 Farben und auf 16 Count habe ich es mir ausgesucht. Ja, ein sehr, sehr niedliches Motiv und mit 50 x 50 cm ist es nicht so riesig. Ja, dann schauen wir uns gleich hinten das Schema an. Wir haben 12 Seiten in dem Heftchen als Anleitung. Ja, und dann haben wir die 50 Farben. Davon haben wir 32 Farben einfache Farben und 18 Farben Mischfarben. Also wie ihr seht, in jedem der Kits gibt es Mischfarben. Das war am Anfang nicht so, denn in meinen 2 ersten Kits gab es noch gar keine Mischfarben. Also da hat sich Waterbiz auf jeden Fall auch verändert. Ja, dann schauen wir uns gleich den Inhalt noch an. Ah ja, da haben wir wieder einen Stickring. Das ist mal interessant. Das heißt, bei 2 Kits gab es den Stickring und bei einem nicht. Die Schere als Zubehör, das Döschen und auch hier wieder Nadeln, Fadenaufdränger, Fingerschutz, Fingerring, Wachs, Nadeleinfädler, ja, also auch das Übliche, auch das hat die Nummer 54, wie auch die anderen Zubehörtüten. Dann kommen wir gleich zum Stoff. Ja, es ist natürlich quadratisch, es ist ja 50 x 50, das heißt 314 x 314 cm. Also, Entschuldigung, nicht Zentimeter, Stiche sind es natürlich, Kreuze. Ja, das bringe ich sogar jetzt ins Bild. Hier sehe ich, haben wir wieder 2 Nadeln, wie auch bei den anderen Kits. Ja, der Stoff wie üblich sehr fest. Wir schauen uns jetzt auch nochmal den Druck an, denn es hat wirklich sehr viel Konfetti, das Bild. Aber der Druck ist wirklich sehr gut. Es liegt jetzt lediglich an der Kamera, die jetzt nicht ganz scharf macht, das Bild. Aber der Druck ist wirklich ausgezeichnet.
Das kann ich euch wirklich versichern. Ja, hier zweimal nochmal die Legende. Auch hier wieder das Vorschaubild. Ja, ein ganz, ganz, ganz niedliches Motiv. Ja, die Katze, die im Korb schläft. So, dann schauen wir uns noch die Garne an. Diesmal haben wir sehr viel Brauntöne. Also kann man ja schon am Vorschaubild erkennen. Also ihr seht viel Braun und Beige, Grautöne. Und hier haben wir einiges noch an Rottönen. Und auch so braun-gelbe Farbe. Dann haben wir Grautöne. Ja, und dann die Mischfarben. Wir haben ja in diesem Fall 18 Mischfarben. Also ein Teil ist auch auf der anderen Karte drauf. Und hier sind auch noch Mischfarben. Auch hier auf Plastikgarnkarten natürlich. Ja, jetzt bin ich nur gespannt, wo das ganze Rot hinkommt. Weil wir haben ja hier so Rottöne, die Nummer 13, die Nummer 12, das sind beides Rottöne. Also ich kann das jetzt auf Anhieb nicht erkennen auf dem Bild, wo das hinkommen wird. Also für mich sieht da nichts nach Rottönen aus. Aber ja gut, lassen wir uns überraschen. Aber ja, jetzt werden wir mal durch mit dem Unboxing. Ich zeige euch nochmal die 3 Motive. So, und eines fehlt noch. Genau, wir haben hier die Rosen. Wir haben hier das Rosenmädchen und wir haben hier die Katze im Korb. Ja, welches der 3 würdet ihr gern sehen? Welches der 3 soll ich ansticken? Sind ja alles 3 wunderschöne Motive. Also das ist das kleinste Motiv mit 40 x 50. Das größte Motiv mit 50 x 70 ist das Rosenmädchen und dazwischen das quadratische Motiv ist das die Katze im Korb. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr gerne sehen möchtet, mit welchem Bild ich starten soll. Wann ich damit starte, kann ich noch nicht sagen. Ihr wisst, ich habe ja einige große Kits in Arbeit. Ja. Aber Lust dazu hätte ich natürlich, das zu starten. Also würde ich mich über eure Kommentare freuen. Ja, dann wären wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann natürlich wieder nächsten Freitag. Ja, nächsten Freitag, da ist ja schon wieder Zeit für ein Monatsupdate. Denn der Juli ist ja dann schon wieder vorbei. Also auf das Monatsupdate, Entschuldigung, auf das Monatsupdate freue ich mich natürlich schon riesig, denn es ist jedes Mal erstaunlich, wie viel man eigentlich in einem Monat schafft. Das sieht man dann erst wirklich, wenn man die Vorherbilder vergleicht mit dem aktuellen Stand. Also, dann seid wieder gespannt. Nächsten Freitag das Monatsupdate. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.